Ich bin der Daniel. Herzlich willkommen auf unserer Klimaweide. Wir sind hier in der Schäferei Ahrensnest in Brandenburg. Ich bin die Svenja, ich mache hier mit, zusammen mit Daniel auf der Klimaweide. Und wir versuchen hier zusammen mit Schafen und Pferden ganzheitliches Weidemanagement umzusetzen, beziehungsweise die Ideen. Dass man relativ kleine Parzellen nutzt, um eine Weide abzuwandern sozusagen und die Tiere eben nicht auf eine große, mehrmonatige Standweide stellt, sondern sehr häufig die Parzellen wechselt. Wir haben hier, wie es oft in Brandenburg ist, eben sehr, sehr sandige Böden. Wir haben das Glück, dass wir ein bisschen Lehm drin haben. Aber wir haben hier teilweise weniger als 0,5% Kohlenstoff im Boden. Und wir versuchen, diese Böden hier mit Kohlenstoff anzureichern. Und das Ziel ist, irgendwann vielleicht 5% zu haben. Das heißt also, wir können den Kohlenstoffgehalt hier verzehnfachen. Irgendwann, vielleicht auch erst unsere Enkel. Ja, das ist für Grünland eigentlich auch gar nicht ungewöhnlich. Also gerade Dauergrünland ist eigentlich der größte Kohlenstoffspeicher, den wir in der Landwirtschaft haben. Das ist, glaube ich, vielen Leuten auch nicht unbedingt bewusst. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche das immer darzustellen mit einem Gras. Und zwar ist jetzt leider auch nicht das allerschönste Exemplar, aber man hat eben eine Graspflanze und die sind auch an Verbiss gewöhnt, die brauchen das sozusagen auch. Und bei fast allen Pflanzen auf der Welt ist es so, dass wenn ein Pflanzenteil oben fehlt oder abgeschnitten wird, das ist jetzt auch nicht die schärfste Schere, verringert sich entsprechend die Wurzelmasse. Also es kommt ein Tier, frisst ab und unten sterben Wurzeln ab. Diese Wurzeln, der sogenannte Wurzelertrag, wird eben im Erdreich umgesetzt und teilweise als Kohlenstoff gespeichert. Und wenn man das Gras eben nicht komplett bis unten abfressen lässt, also die meisten Tiere fressen von oben nach unten in verschiedenen Phasen ab, sondern vielleicht, wenn das Gras ungefähr so abgefressen wurde, sagt, halt, wir ändern jetzt die Parzelle, die Tiere wandern weiter, dann hat das Gras noch eine sehr viel höhere Photosynthesefläche, um wieder Energie reinzuziehen und wieder Wurzelmasse zu bilden. Und es gibt den sogenannten Sweet Spot, also den Punkt, den man gerne erreichen möchte, dass noch sehr viel Photosynthesefläche vorhanden ist, dass das Gras sich schnell regenerieren kann, dass aber eben auch Wurzelmasse im Boden abgelagert wird, man also auch Kohlenstoff aufbaut. Und es gibt diesen Sweet Spot, den erreicht man allerdings nicht, wenn man sehr viel vom Gras abbeißen lässt, also ungefähr so, weil dann die Regenerationszeit des Grases deutlich länger ist. Also es ist nicht nur linear länger, sondern exponentiell länger und das möchte man vermeiden. Man möchte eben schauen, dass es in einem guten Zyklus von Verbiss und Regenerierung passiert. Und das setzen wir hier eben um, indem die Tiere je nach Saison und auch je nach Parzelle, die sind natürlich unterschiedlich bewachsen, teilweise nur einen Tag, manchmal auch eine Woche auf der Parzelle stehen, aber eben nicht viel länger. Und ja, sie haben bei uns viel zu wandern. Hier entstehen permanente Zaunstrukturen. Seit einem Dreivierteljahr setzen wir hier Zaunpfähle, über 200 Zaunpfähle schon gesetzt, 45 Kilometer Litze gespannt. Diese Strukturen helfen uns eben, kleine Parzellen punktuell zu beweiden. Hier sollen 35 Parzellen entstehen, die zweimal im Jahr nur beweidet werden müssen. Und irgendwann soll dann einfach hier ein Griff aufgehängt werden. Man kann die Tiere einfach rauslassen und nicht immer neue Litze spannen und neu spannen und umspannen. Wir sind zwar ein Landwirtschaftsbetrieb, aber wir sind kein wirtschaftender Landwirtschaftsbetrieb. Damit verdienen wir nicht unser Geld. Wir machen jeweils Bildungsprojekte, auch zum Thema zukunftsfähige Landwirtschaft. Also ich glaube schon, dass die Haltungsform, wie wir sie hier ausprobieren, grundsätzlich und skaliert und natürlich mit mehr Tieren auch für wirtschaftende Betriebe interessant sein kann, da es letztendlich schon auch eine intensive Nutzung von Grünland erlaubt, die aber trotzdem ökologisch deutlich freundlicher ist, dadurch, dass sie einmal Boden aufbaut, dadurch, dass sie bestimmte Weidestücke auch relativ lange sich regenerieren lässt, die aber durchaus eine hohe Besatzzahl, aber eben nur für eine kurze Zeit und eben nur auf einem Teil von Grünland benötigt und damit aber eigentlich viele ökologische Vorteile vereint und trotzdem eine gute Futterqualität ermöglicht und somit eine wirtschaftliche Nutzung und sich dadurch auch ziemlich nochmal von der Extensivweide unterscheidet und deswegen denke ich auch interessant im Umbau von der Tierhaltung in Deutschland sein kann. Extensivweiden haben natürlich grundsätzlich, also hauptsächlich erstmal Artenvielfaltsvorteile, aber
sie tragen eben auch dazu bei, dass Dauergrünland erhalten wird, dass es auch irgendwie noch nutzbar ist und gleichzeitig eben diesen Artenvielfaltsaspekt hat. Dauergrünland, wie gesagt, ist einer der größten Kohlenstoffspeicher, die wir haben. Und ja, dadurch, dass hier ein dauerhafter Bewuchs ist und eben nicht gemäht wird und alles, haben wir auch einen sehr bedeckten Boden. Und das trägt auf jeden Fall zu feuchte Kapazität und allem Möglichen bei. Und ja, könnte man somit auch als klimapositiv bewerten. Also würden uns wünschen, wenn der CO2-Preis steigt und wir wirklich hier viel Kohlenstoff binden können, dass wir dafür entlohnt werden. Aber Kohlenstoff im Boden und CO2 ist nur ein Element von ganz vielen irgendwie. Wir hatten es ja vorhin angesprochen, die Vielfalt auf der Weide, die Artenvielfalt, die biologische Vielfalt, die strukturelle Vielfalt ist natürlich ein ganz anderer Aspekt, irgendwie, der auch entlohnt werden muss. Also da wünschen wir uns eine ganzheitliche Betrachtungsweise eines vielfältigen Systems. Genau, also Ökosystemleistungen, die zu honorieren in der Landwirtschaft, ist ja mittlerweile auch zum Glück im Gespräch, aber längst noch nicht umgesetzt. Und da muss einfach geschaut werden. Die Landwirtschaft kann Ökosystemleistungen umsetzen und fördern. Und das muss honoriert werden von der Gesellschaft, ganz dringend, ja. Leichtere Genehmigungsverfahren für Flächenveränderung, für Umnutzungsveränderung. Ja, das ist also, ich muss hier relativ hohen bürokratischen Aufwand betreiben, um hier einen Baum zu pflanzen, um die Bewirtschaftungsform zu ändern. Und das ist, ja, kann nicht jeder leisten, der jetzt wirklich da Vollzeit im Erwerb steht irgendwie. Ich kann mir das leisten, weil ich das nebenbei mache, weil das für uns ein Lern- und Forschungsraum ist. Genau, und es gibt ja momentan schon spannende politische Vorstöße, dass zum Beispiel dass jetzt Agroforst sowohl auf Grünland als auch auf Ackerland förderfähig wird. Das ist in jedem Fall natürlich mal ein positives Signal, aber das ist was sehr lange gedauert hat. Und das ist natürlich immer das Problem, gerade auch auf der kleinteiligen Nutzung von Agrarflächen, dass eben jede Nutzungsform ja, seine eigene Schublade hat und dass man teilweise gar nicht auf die Gesamtökobilanz schaut, sondern einfach schaut, welche Maßnahme ist jetzt dies, welche das und letztendlich in Papierkram versinkt. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und ich glaube der Realität in der Landwirtschaft nicht angemessen.